Hallo, ich bin Justin und in diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr an eurem Lenovo Notebook den Akkutausch selber machen könnt. Wir erklären dir, wie du einen passenden Ersatzakku für dein Notebook findest, wie du den eingebauten Akku deaktivierst und wie du den neuen Akku wieder sicher einbaust. Wenn du dir dieses Video bis zum Ende anschaust, kannst du deinen neuen passenden Ersatzakku selbst einbauen. Also legen wir gleich los. Wenn du den Akku an deinem Lenovo Notebook tauschen willst, dann brauchst du zunächst einen passenden Ersatzakku. Es gibt zwei einfache Wege, den passenden Akku zu finden. Entweder über die Partnummer des aktuellen Akkus oder über das Notebook-Modell. Die Partnummer findest du meist direkt auf dem Akku, dafür musst du aber das Notebook öffnen. Alternativ kannst du dein Modell genau identifizieren. Schau auf die Unterseite deines Laptops, meist ist die Modellbezeichnung aufgedruckt oder auf einem Aufkleber gekennzeichnet. Mach am besten ein Foto davon oder schreib es dir auf. Mit diesen Informationen kannst du auf unserer Webseite ipc-computer.de nach Ersatzteilen suchen. Gib dazu einfach dein Notebook-Modell in der Suchfunktion ein. Falls dein Modell nicht sofort findest, kannst du es auch über die manuelle Navigation finden. Je nach Modell kann es unterschiedliche Akkuvarianten geben, manchmal größere Akkus mit mehr Kapazität. Wenn du deine Bestellung aufgegeben hast, beträgt deine Lieferzeit meist 1 bis 2 Tage. Je nach Notebook-Modell gibt es Unterschiede, wie zum Beispiel bei den Kabeln oder bei den Schrauben, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Auf unserem Kanal findest du außerdem weitere Videos zu verschiedenen Lenovo Notebooks, den Link zur Playlist findest du unten in der Beschreibung. Bei Lenovo gibt es eine Besonderheit in Bezug auf den Ablauf. Bei besonders vielen Lenovo ThinkPad-Modellen gibt es die Option, im BIOS den Akku vorher zu deaktivieren. Wir starten dafür einmal das Notebook, warten bis es hochfährt, dass dieser BIOS-Key kommt. Wir drücken hier in dem Fall Enter. Dann lädt das Ganze auch nicht so lang. Drücken wir bei uns in diesem Fall F1. Dann kommen wir auch schon in das BIOS rein. So, das Ganze hat auch relativ zügig geladen. Wir gehen dann hier auf Config. Wir gehen hier auf Power. Wir gehen hier auf Disable Built-in Battery und drücken hier auf Ja. Der Akku wird nachher automatisch wieder aktiviert, sobald wir ein Netzkabel wieder anstecken. Und dieser Schritt ist aber auch nicht notwendig, bietet aber nochmal eine zusätzliche Sicherheit, dass da wirklich nichts schief gehen kann. So, wir schrauben das Notebook jetzt hier mal auf. Wir schrauben dafür einfach mal die Schraube auf. In dem Fall bei den Lenovo Notebooks gehen die Schrauben jetzt bei dem Deckel jetzt hier nicht raus. Man hört nur ein Knacksen. So, wir haben jetzt die ganzen Schrauben aufgedreht. Wir gehen jetzt hier mal an die Seite mit so einem Plastikteil, mit dem IPC-Computer-Set. Gehen jetzt hier mal vorsichtig rein, versuchen es aufzuknacken. So, ganz vorsichtig, es kann nichts passieren, auch wenn es mal kurz Knack macht. Das sind die Einrastungen, so wie hier. So, die Seite haben wir offen, dann gehen wir kurz nach hier vorne. Lösen hier noch die Clips, jetzt nochmal kurz geklackt, hier auch nochmal. Das ist ganz einfach. So, hier sind wir durch, dann gehen wir nochmal kurz auf die andere Seite. Versuchen hier mal kurz reinzukommen. So. Sind wir hier auch drin, machen es hier auch auf. Dann können wir diesen Deckel auch fast schon abnehmen. Jetzt müssen wir hier noch kurz die hier abnehmen. So, dann haben wir das hier offen. Drehen wir das Ganze mal noch kurz hier hinten, das ist noch ein bisschen tricky. Einfach nicht zu viel reißen, ausprobieren und dann schauen, dass man das locker abbekommt. Die Schraube ist schon draußen. So, und dann kann man sie auch schon abnehmen. Die legen wir zur Seite. Dann haben wir auch schon den Akku vor uns. Das erste, was wir machen, ist diesen Akku stromlos zu machen. Das ist dieser Stecker hier bei Plus und Minus. Den tun wir hier gerade rausschieben. Tun so nach oben. Jetzt dürfen wir auch schon den Akku aufschrauben. Dafür lösen wir hier die erste Schraube. Den legen wir hier bei unserer Gummimatte hier in dieses Feld, dass wir nachher keine falschen Schrauben wieder irgendwo reinschrauben. Zweite ist hier ab. Dann kommt auch schon die dritte und auch schon die vierte.
die letzte und dann können wir ihn auch schon fast rausklipsen. So, die legen wir kurz zur Seite. Dann können wir den Akku so nach vorne biegen und dann bekommen wir ihn auch raus. So, dann nehmen wir den neuen Akku hierher, legen ihn wieder hier an, sodass er hier reinpasst. Also jeweils diese Noppen hier rein, legen ihn hier runter, machen wir kurz das Akkukabel hoch, nehmen die Schrauben wieder, wo wir gerade vorhin rausgeschraubt haben. Tun das wieder festschrauben, gehen jetzt mal von links und nach rechts, dass die gleich angeschraubt sind. So, dann haben wir noch kurz 2 Schrauben übrig. So, dann ist die letzte hier auch noch. Dann tun wir diesen Akkustecker hier wieder reinstecken. Ganz vorsichtig, einmal bis nach unten biegen. Dann könnt ihr auch unser Werkzeugset dazu zur Hilfe nehmen, sodass er richtig drin steckt, so wie jetzt hier. Dann nehmen wir uns auch schon wieder den Deckel zur Hand. Tun den einmal hier drauflegen, schauen, dass er passt. Tun ihn leicht zusammendrücken, sodass er ein bisschen knackt, dass er wieder einrastet. Hier geht nichts kaputt. Schauen wir mal kurz nach, ob alle Ecken passen. Die hier sind alle zu, genauso wie die hier. Dann können wir auch schon wieder ans Festschrauben gehen. Nehmen wir die erste dran an dem Gehäuse. So, wenn alle Schrauben wieder festgeschraubt sind, dann können wir das ganze Notebook wieder nehmen, umdrehen und so wie vorhin auch schon erwähnt, Stromkabel rein. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, sollte dein Lenovo Notebook wieder einsatzbereit sein. Wir hoffen, dieses Video konnte dir helfen, dein Lenovo Notebook selber zu reparieren. Wenn du dir unsicher bist oder den Austausch lieber professionell durchführen lassen möchtest, kannst du dein Gerät auch an unsere Reparaturwerkstatt schicken. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.